Und jetzt das Heute-Journal. Guten Abend zu einem kurzen Pausenjournal. Julian Assange ist frei. In der Nacht verließ der Aktivist das britische Hochsicherheitsgefängnis, in dem er 5 Jahre lang in Auslieferungshaft saß. Freigekommen ist er, weil er einen Deal mit der amerikanischen Justiz geschlossen hat. Mit der Justiz, die ihn jahrelang verfolgt hatte. Wegen der Veröffentlichung geheimer Informationen über mutmaßliche Kriegsverbrechen der US-Armee. Womöglich ist in Washington zwischenzeitlich die Erkenntnis gereift, dass das Drama um Assange dem Image der USA erheblich schadet. Über die Freilassung in London berichtet Hilke Petersen. Im Privatjet, für das sie nach Spenden fragen, verlässt Julian Assange Großbritannien Richtung Bangkok, dann weiter auf die nördlichen Marianen, eine Inselgruppe im Pazifik, Überseegebiet der USA. Mein Telefon hört nicht auf zu klingeln. Leute aus aller Welt gratulieren, weil Julian jetzt raus ist. Gemäß der Vereinbarung mit dem US-Justizministerium wird sich Assange morgen vor einem US-Gericht schuldig bekennen, Militärgeheimnisse verbreitet zu haben. 2010 hatte der WikiLeaks-Gründer hunderttausende Dokumente mutmaßlicher US-Kriegsverbrechen veröffentlicht, wird für viele zur Symbolfigur für Pressefreiheit. 7 Jahre politisches Asyl in der Botschaft von Ecuador in London, dann 5 Jahre Hochsicherheitsgefängnis. Er kämpft lange gegen Auslieferung in die USA. Hinter den Kulissen verhandelt der Premierminister Australiens mit, denn Assange ist australischer Staatsbürger. Es bringt ja nichts, wenn er noch länger im Gefängnis säße. Wir wollen ihn nach Hause holen. Assanges Ehefrau und die beiden Kinder sind bereits in Australien. Dort will sich die Familie treffen. Als ich mit den Kindern ins Flugzeug gestiegen bin, habe ich ihnen erstmal nur gesagt, wir besuchen die Cousins und die Großeltern. Morgen beim US-Urteil auf den nördlichen Marianen werden sie ihm seine 1900 Hafttage in London wohl anrechnen. Es dürfte der Tag der Freiheit werden für Assange. 2 wichtige politische Entscheidungen kommen heute aus Luxemburg und Brüssel. Ursula von der Leyen soll für eine weitere Amtszeit Präsidentin der mächtigen EU-Kommission bleiben. Darauf einigten sich die Unterhändler der Staats- und Regierungschefs. Allerdings muss von der Leyen noch vom Europaparlament bestätigt werden. Dann ist sie die Frau, die die zweite Entscheidung von heute überwachen wird, die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine, die am Nachmittag offiziell in Luxemburg aufgenommen wurden. Der Weg, bis die Ukraine EU-Land Nummer 28 wird, ist noch sehr, sehr weit. Doch die politische Geste kaum zu unterschätzen, berichtet Isabel Schäfers. Heute ist ein historischer Tag. A historic one. Really historical. This is a truly historical moment for my country. Ein für viele historischer Tag in eurobürokratischer Kulisse. In Luxemburg beginnen heute offiziell die Beitrittsverhandlungen der EU mit der Republik Moldau und der Ukraine. Eine starke Ukraine ist nicht außerhalb der EU möglich, genauso wie eine starke EU nicht ohne die Ukraine möglich ist. Wir wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt auf dem Weg zum EU-Beitritt. Wir sind bereit. Insgesamt müssen 35 Kapitel verhandelt werden, etwa zu den Themen Wirtschaft, Außenpolitik und Rechtsstaatlichkeit. Ein zentrales Hindernis, die Korruption in der Ukraine. Das wird ein Prozess, der durchaus auch eine Weile dauern wird. Aber die Ukraine und Moldau sind wirklich sehr ambitioniert dabei, wenn es um Reformen geht. Und das müssen wir als EU auch honorieren. Und dann ist da die Sorge vor allem in den osteuropäischen Ländern, dass die ukrainischen Landwirte den Großteil der EU-Agrarsubventionen bekämen. Das Hauptproblem für die EU wird sein, dass sie ihre eigene Politik nach innen reformieren muss. Und eben zum Beispiel auch die Verteilungspolitik jetzt mit Blick zum Beispiel auf Agrarsubventionen komplett verändern muss, weil sonst es nicht mehr finanzierbar ist. Die Aufbruchsstimmung heute ist ein Signal der Verbundenheit. Doch mit einem tatsächlichen EU-Beitritt ist frühestens in einigen Jahren zu rechnen und vor allem nach Kriegsende. Israel kämpft einen Krieg an vielen Fronten. Im Gazastreifen gegen die Terrororganisation Hamas und im Norden des Landes gegen die Hisbollah-Miliz, die Israel aus dem Libanon beschießt.
Dorthin ist Außenministerin Baerbock am Nachmittag gereist, aus Sorge, dass sich der Konflikt ausweiten könnte. Zuvor hatte Baerbock in Israel Gespräche geführt und die Hamas aufgefordert, endlich dem Plan für eine Waffenruhe zuzustimmen. Und dann tat sich in Tel Aviv eine innenpolitische Front auf. Das oberste Gericht Israels hat entschieden, dass auch ultraorthodoxe Juden zum Militärdienst eingezogen werden müssen. Ein Riesenproblem für den israelischen Regierungschef. Fragen wir nach bei unserem Korrespondenten Michael Beverunge in Tel Aviv. Michael, guten Abend. Was bedeutet das Urteil für Netanyahu und seine Regierung? Nun, zunächst ist es erstmal ein mittelschweres Beben für die israelische Gesellschaft, in der der ultraorthodoxe Teil seit Jahrzehnten einen Sonderstatus hatte und Privilegien eher weiter angehäuft denn beschnitten wurden. Das Geschäftsprinzip der orthodoxen Parteien war, dem Regierungschef ihrer jeweiligen Koalition, hier ist es Netanyahu, weitgehende Handlungsfreiheit zu lassen und dafür Privilegien und Subventionen zu kassieren. Dieses Geschäftsprinzip ist nun mit diesem eindeutigen, klaren Urteil durchbrochen und es wird sehr schwierig sein, einen Kompromiss auszuhandeln, denn das Urteil ist eindeutig. Die Frage ist nun also, wird diese Regierungskoalition Kompromisse finden, wo es bereits auch an anderen Stellen hakt und knirscht. Auch da geht es um Privilegien für Rabbis. Und so könnte dieses Urteil tatsächlich auch die Regierung Netanyahu erschüttern. Und vielleicht eher wird sie scheitern aus inneren Friktionen, denn durch den äußeren Druck der Proteste, die jede Woche stattfinden. Michael Beverunge war das, live aus Tel Aviv. Herzlichen Dank. Und wir machen weiter mit Heinz Wolf und den Nachrichten. Und die bleiben beim Krieg im Nahen Osten und dessen Folgen für die Juden in Deutschland. Ja, die Zahl antisemitischer Vorfälle ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen, vor allem seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen hat für 2023 4.782 Vorfälle dokumentiert, eine Zunahme um mehr als 80%. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein sprach von katastrophalen Zahlen. Nach den großen Bauernprotesten zu Jahresbeginn hat sich die Ampelkoalition jetzt auf ein zugesagtes Entlastungspaket geeinigt. Es gehe unter anderem um Steuererleichterungen und weniger Bürokratie, teilten die Fraktionschefs mit. Der Bauernverband nannte das Paket nicht ausreichend. In Kenia ist es heute nach einem friedlichen Protest gegen neue Steuern zu schweren Unruhen gekommen. Mindestens 5 Menschen sollen ums Leben gekommen sein. Hunderte Demonstranten stürmten in der Hauptstadt Nairobi das Parlament. Teile des Gebäudes wurden in Brand gesetzt. Kenia hat eine schnell wachsende Volkswirtschaft. Trotzdem lebt rund 1/3 der Bevölkerung in Armut. Zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt hat eine Sonde Proben von der Rückseite des Mondes zur Erde gebracht. Eine Kapsel der chinesischen Raumschiffs landete in der Steppe der inneren Mongolei. An Bord Staub und Gestein von der bisher kaum erforschten erdabgewandten Seite des Mondes. Es gibt eine aktuelle Unwetterwarnung. Derzeit warnt der Deutsche Wetterdienst vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel in Teilen Bayerns. Und jetzt die Wetteraussichten. Der Tag morgen startet mit einzelnen Schauern im Süden. Später bilden sich örtlich teils kräftige Gewitter. Vereinzelt sind Unwetter möglich. Im Norden bleibt es meist freundlich bei 23 bis 31 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es meist sommerlich warm bei bis zu 32 Grad. Neben Sonne gibt es aber auch einige Schauer und örtlich schwere Gewitter. Und das war's schon von uns. Und Nazan Göktemir meldet sich dann um 0:45 Uhr mit unserem Heute-Journal-Update. Ihnen einen schönen Abend und viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Tschüss. Auf Wiedersehen.